Das war dann wirklich das erste Mal, dass ich direkt beschossen wurde. Klar, auf Übungsplätzen zum Beispiel, da wurde man auch mal überschossen, aber das ist was ganz anderes. Ich weiß noch ganz genau, als unser Zugführer dann zurück im Lager dann zu uns herkam und gesagt hat, das war jetzt eure Feuertaufe. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute erzähle ich von meinem ersten Beschuss, und zwar Beschuss auf mich, auf uns. Das heißt, das allererste Mal die sogenannte Feuertaufe. Jetzt sind wir im Jahr 2008, und zwar starte ich jetzt erstmal ein bisschen vor meinem Einsatz. Das war mein allererster Einsatz für die Bundeswehr. Ich war jetzt gerade erstmal knapp ein Jahr überhaupt bei der Bundeswehr. Bei den Fallschirmjägern war ich ja, und wir waren in der Einsatzvorbereitung. Das war ja Oktober, sowas rum, Oktober, November, eben 2008. Und Einsatzvorbereitung bedeutet eben, dass man quasi auf einem Übungsplatz nochmal mehr auf die Situation im Einsatz geschult, vorbereitet wird, die eben explizit in so einem Einsatzland dann auftreten können. Ja, wir waren da eben, und während wir da waren, ich weiß es noch genau, waren wir gerade in der Kantine, da haben wir selber auch nur über die Nachrichten erfahren, dass es in Kunduz, also da wo wir dann bald hingehen sollten, eben einen Anschlag gab und dass dort Kameraden gefallen sind. Es war ein Selbstmordanschlag, ja, ein Suicider, und zwar waren das Kameraden aus Zweibrücken. Ja, also so wie ich, Saarland-Brigade, und genau. Wir sind dann wenige Tage, Wochen vor dem Einsatz, hast du ja nochmal den sogenannten Kuschelurlaub, also waren, meine ich, 2 Wochen, wo du nochmal zu Hause bist, und dann ging es dann auch los. Ja, und dann sind wir eben nach Afghanistan verlegt, also nach Kunduz, um genau zu sein, und dort begann dann unser Einsatz, mein erster Einsatz eben in Kunduz, und zwar im November 2008. Das Ganze ging bis Mitte März in etwa 2009. Ja, als wir ankamen, da hat sich einiges verändert, denn wenige Monate zuvor sind die Jungs, die dort unten waren, noch mit Fahrzeugen wie Wölfen oder mit Mungos teilweise rausgefahren. Das heißt, es sind Fahrzeuge, die jetzt nicht so wirklich gut geschützt sind, aus welchen Gründen auch immer man eben das so gemacht hat. Als wir unten ankamen, da wurde nur noch mit Dingos rausverlegt, beziehungsweise in dem Fahrzeug, in dem ich im ersten Einsatz immer unterwegs war, das war der TPZ Fuchs. Es gab natürlich hier und da mal Vorfälle, wie zum Beispiel eben Selbstmordanschläge und so weiter, aber wie ich in meinem allerersten Video über den Karfreitag hier berichtet habe, in meinem zweiten Einsatz eben 2010, da hat sich dennoch eben 2010 zu 2008, 2009 einiges verändert, die Sicherheitslage nochmal verschärft. Ja, also im Vergleich dazu war es eigentlich relativ ruhig eben, als wir da in den ersten Einsatz gingen, und ja, es gab halt hin und wieder Raketenangriffe aufs Lager. Aber gut, das war irgendwie dann schon so wirklich ein bisschen Standard, ne? Also schon wieder Raketenbeschuss, und war eigentlich eher nervig, lästig, dass man dann in den Bunker musste, beziehungsweise wenn man eben QRF war, dann eben manchmal rausverlegen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, war es eigentlich relativ ruhig im Bereich. Ja, unser Auftrag bestand auch da im ersten Einsatz eben hauptsächlich eben daraus den Raum Kunduz zu sichern, mit Patrouillen zu sichern. Wir waren im gesamten Raum eben unterwegs, Patrouillen bzw. Gesprächsaufklärung in verschiedenen Dörfern, das Kontakthalten eben, Raum überwachen und so weiter und so fort. Kommen wir jetzt eben zu meiner Feuertaufe direkt, und zwar ging es da auch wieder drum um einen Spähtrupp. Also wir hatten den Auftrag, raus vom PRT in den Raum zu verlegen und aufzuklären, weil eben immer wieder Raketenangriffe auf das PRT Kunduz gestartet wurden.
Und das taten wir auch. Also wir sind dann eben rausverlegt mit unserem Konvoi, bestehend eben aus Dingos, aus unserem Fahrzeug. Das war immer das letzte Fahrzeug der TPZ Fuchs eben, sind eben in den Raum rausverlegt. Ja, und der Auftrag war eben erstmal einen Raum zu gewinnen, da dann Rundumsicherung aufzustellen und von dort aus dann verlegt irgendwann ein Spähtrupp zu Fuß, Teile eben, die wir mit auf dem Fahrzeug hatten, ja, dann weiter, die starten dann eben diesen Spähtrupp zu Fuß, um eben ja, diese Raketenangriffe und so weiter aufzuklären, wo das Ganze zum Beispiel gestartet wurde und so weiter und so fort. Ja, das geschah dann auch, beziehungsweise erstmal so, wir waren dann auf dem Weg Richtung ja, diesen Punkt, wo wir den Spähtrupp absetzen sollten. Ja, ich weiß es noch ganz genau, weil ich da tatsächlich Tagebuch geführt habe im ersten Einsatz. Da habe ich wirklich nicht nur stichpunktartig, sondern da sogar wirklich hier richtig ausformuliert alles aufgeschrieben. Und deswegen, was mir jetzt nicht mehr eingefallen ist, konnte ich da tatsächlich nachlesen. Da habe ich mich selber ein bisschen gefreut. Und eben auch von diesem Vorfall, von meiner Feuertaufe. Ja, und wir sollten dann eben zu dem Punkt fahren oder wollten da hinfahren und waren in so einem Tal, Kesseltal, und plötzlich hieß es, dass die Straße vorne irgendwie zugemauert ist, irgendwie versperrt ist, was natürlich nach einem Hinterhalt riecht, auf jeden Fall. Was aber am Ende keiner war. Wir standen da und plötzlich kamen auch von überall die Dorfbewohner und ja, dann wurde die Entscheidung getroffen, dass wir eben kehrt machen, ja, und dann den Raum, den wir eben erreichen sollten, um den Spähtrupp abzusetzen, auch dann ja, querfeldein dann erreichen. Das haben wir dann auch gemacht. Eben der Konvoi ist weitergefahren und irgendwann haben wir eben diesen Raum dann ja, gewonnen. Wir haben Rundumsicherung aufgebaut mit den Fahrzeugen. Es hat dann auch noch ja, 2-3 Stunden gedauert, bis dann eben ja, der Spähtrupp tatsächlich losgegangen ist, bis der sich in Gang gesetzt hat. So, dann ist der Spähtrupp eben losgelaufen, ja, und dann hat es ein paar Stunden gedauert, bis wir dann eben die restlichen Teile eben auf den Fahrzeugen ja, den Befehl bekamen, jetzt eben zu verlegen, und zwar zu dem Punkt, wo wir den Spähtrupp dann wieder aufnehmen sollten. Also sind wir losgefahren in diese Richtung eben, ja, und es hat eine Weile gedauert. Da haben wir dann auf einmal über Funk Bescheid bekommen, dass das PRT jetzt aktuell mit Raketen beschossen wird. Und ich erinnere mich nur ganz genau, weil das war eben ja sehr markante Situation. Natürlich sowieso erstens mein erster Kontakt. Ja, und das vergisst du natürlich nicht. Ja, und zweitens auch so markant, weil wir den Spähtrupp abgesetzt haben. Wir waren im Fahrzeug nur noch zu dritt. Ja, es war der Fahrer, der Beifahrer und ich war alleine hinten im TPZ Fuchs. Kommunikation hatten wir natürlich über Funkgerät, ja, beziehungsweise war auch ja, im TPZ Fuchs, wer den kennt vielleicht, der weiß, dass es da so einen kleinen Verbindungsgang zwischen dem Mannschaftsraum hinten gibt und dem Raum, wo der Fahrer, der Beifahrer ist. Auf jeden Fall war ich alleine in dem Fuchs und also hinten drin, vorne wie gesagt Fahrer, Beifahrer. Ja, und wir waren auch dann eben noch letztes Fahrzeug. Ich hatte dann den Auftrag eben, der Fuchs hat ja hinten im Raum, also ist ja komplett gepanzert, Panzerstahl und hat nur so ganz kleine ja, Fenster nach hinten raus und auch zur Seite, dass man da rausschauen kann. Und da sollte ich eben nach hinten schauen, dass von hinten keine Fahrzeuge und sonst irgendwas kommen. Ja, also kam diese Meldung und konnten über Funk alles mitverfolgen, dass eben das PRT jetzt gerade mit Raketen beschossen wird. Unsere eigenen Teile, der Spähtrupp, den wir abgesetzt haben, ist nur ca. 600 Meter von der Raketenabschussstelle entfernt. Ich kürze das Ganze einfach jetzt mal so ab, weil ich will hier auch nicht alles im Detail erzählen, weil ich nicht weiß, ob ich das so erzählen kann. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Von der JOC, das ist eben, ja, ich sag's mal, die Kommandozentrale im PRT, von der aus quasi alles koordiniert wird. Von der kam eben dann der Befehl, nichts zu unternehmen, also Spähtrupp auf die Raketen, ja, Abschussstelle,
sondern einfach zu verharren und dann von uns wieder aufgenommen zu werden mit den Fahrzeugen. Wir fuhren dann einfach weiter, eben um die wieder aufzunehmen, ganz klar. Und plötzlich kam eine Meldung für uns, also für den Konvoi, dass ein Hinterhalt auf uns geplant ist. War meine erste Aktion und ich muss dazu sagen, das war auch einfach mal hier im Dezember. Also wir sind im November hier erstmal dort angekommen, Mitte, Ende November, und das war einfach nur mal 1,5 Wochen, nachdem wir dort kamen. Direkt, ja, also direkt die Faust gleich mal bekommen. Und ich weiß so, wie ich dann mein G36 schon mal genommen habe und mich jetzt auf alles eingestellt habe, weil wir eben auch wussten, hey, wir fahren da jetzt direkt rein in den Hinterhalt, wahrscheinlich. Also ich brauche da gar nicht lange rumreden, es gab auch keine andere Möglichkeit. Also wir waren da schon eigentlich mittendrin in der Ortschaft. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass es jetzt knallt. Ja, und habe das G36 schon mal genommen da hinten, alleine hier, als hier Anfang 20-Jähriger. Und ja, dann gib ihm, ja. Und dann kam es auch wirklich, der Knall. Ich habe ja aus diesen Fenstern geguckt, aus diesen kleinen, auf einmal hat es einen Schlag getan. Ich habe nur noch einen Feuerball gesehen. Und dann habe ich gemeldet hier ID. Ja, und unser Fahrer, ich bin ihm dankbar bis heute. Und ich werde auch gleich sagen, warum. Und wir werden ein Bild sehen. Ja. Der hat hier Gas gegeben, um eben diesen Hinterhalt zu durchstoßen. Ja. Also da wäre auch gar nichts gewesen. Es war bei Dunkelheit sogar noch, muss man sagen. Da hätte man gar nicht dran denken brauchen, jetzt auszuboten, Feuerkampf aufnehmen oder sonst was. Ich habe vorher gesagt, wir im letzten Fahrzeug allein waren nur zu dritt und beim Rest, da reden wir jetzt nicht drüber. Also Hinterhalt ist sowieso, wir sind unterlegen, die angegriffen werden, in der Regel. Unbekannte Lage, unbekannte Ortschaft, Gegner ist in den Stellungen. Da brauchst du nicht anhalten, Türen aufmachen und dann einen Feuerkampf aufnehmen. Also das ist das Schwachsinnigste, was du machen kannst. Wenn du durchstoßen kannst, dann durchstoß. Ja. Und genau das haben wir auch gemacht, unser Fahrer. Das Lustige ist, das haben die anderen Kraftfahrer der Dingos, die ja vor uns fuhren, danach erzählt, dass die das erstmal gar nicht mitbekommen haben. Der Dingo vor uns, ich weiß ganz genau, der Fahrer hat erzählt, der hat das auch nicht mitbekommen, der hat irgendwas Helles hier im Rückspiegel gesehen, also im Seitenspiegel. Aber hätte das jetzt auch im ersten Moment nicht als Explosion zuordnen können, weil die sind ja auch relativ dicht, sag ich mal, die Dingos, die Fahrzeuge allgemein. Und wenn man dann mit einem guten Abstand ja sowieso fährt wegen IDs, da fährt man nicht dicht auf dicht als Stoßstange, sondern hast ja einen guten Abstand, dann, ja, dann ist es mit dem Ich höre das draußen ziemlich schwierig, sag ich mal. Ja, und über Funk natürlich dann weitergemeldet, dann wussten es alle und wir haben dann, also der gesamte Konvoi, einfach Gas gegeben und sind dann tatsächlich auch rausgekommen. Ich sage schon mal vorab und man sieht es ja auch an den Bildern, es war nicht nur eine Explosion, sondern da haben auch die Kugeln so richtig auf uns eingeprasselt. Ja, und ich bin eben dem Fahrer bis heute dankbar und der hat so gut reagiert, weil, wie wir auf dem Bild sehen, und das haben die Feldjäger danach auch gesagt. Und ja, wir haben es selber gesehen. Also das war nicht eine Kashi, also Kalaschnikow, wo da reingeschossen hat, sondern das war irgendwas Größeres, vielleicht eine Dragunov, sogar mit Hartkern vielleicht. Also Fahrerscheibe, man sieht es ja auf dem Bild hier, der hat die Murmel genau hier neben den Kopf bekommen. Ja? Und da hat nicht mehr viel gefehlt. Das Glas, Panzerglas, es hat ja schon eine gute Dicke, da war kaum noch was übrig. Ja, als wir dann den TBZ begutachtet haben später, da ja, waren eben überall Einschläge, also sowohl von einmal Small Arms, also Handfeuerwaffen, als auch dann im Radkasten unten hier richtige Splitterwirkung. Ja gut, da reden wir gleich nochmal drüber, was das war, beziehungsweise was es gewesen sein könnte. Ja, wir fuhren dann also weiter, der ganze Konvoi, und irgendwann mussten wir aber stehen bleiben, weil wir konnten gar nicht mehr weiterfahren.
denn die komplette, ja, in Fahrtrichtung linke Seite war komplett, ja, zerschossen, zersprengt, also die Reifen. Es geht zwar noch einen gewissen Moment, dass du da weiterfährst, aber dann ist halt Schluss, ne? Und da war es auch so. Also wir mussten dann stehen bleiben tatsächlich, Sicherung aufbauen und dann auf die, ja, QRF warten. Da gab es dann noch einen, ja, kein Zwischenfall, aber ja, einen Moment, wo nochmal ein Fahrzeug dann ja, auf den Konvoi zukam. Ich sag mal so, zum Glück hat der gestoppt, nachdem Warnschüsse abgegeben wurden. Ja, sonst sähe das da auch nochmal ganz anders aus. Es hat dann tatsächlich, hätte ich nicht mehr gewusst, habe ich in meinen super Unterlagen eben gefunden, ja, die ganze Aktion knapp 6 Stunden gedauert. Das heißt, es musste ja die QRF kommen, Feldjäger kamen, Bergeteam. Das Fahrzeug musste dann weggeschleppt werden und wir waren dann erst nach 6 Stunden wieder im PRT Kunduz, dann auf anderen Fahrzeugen eben rein verlegt. Ja. Ich weiß so ganz genau, als wir dann alles Wichtige vom Fahrzeug eben dort, wo wir stehen geblieben sind, dann erstmal runtergebaut haben und so weiter, da habe ich auch zu einem Oberfeldwebel war da hier damals, ja, hat auch gemeint, und wie sieht's aus? Da habe ich gesagt, ich habe hier immer im Vorfeld gesagt, ich bin für sowas gemacht, aber habe auch immer gesagt, das weißt du erst, wenn du das erste Mal in so einer Situation warst. Und tatsächlich, also das war der erste Moment, aber ich habe zu ihm dann auch gesagt, so, ja, jetzt weiß ich, dass ich dafür gemacht bin. Ja, also ist wirklich so, ja. Ja, und es ist auch so geblieben. Ja, also ganz gut alles, sage ich mal. Ja, dann zurück im Feldlager eben. Dann wurde das Ding ja begutachtet, ein bisschen, was könnte es gewesen sein. Und da kam man dann eben drauf, ja, dass das eben was Dickeres gewesen sein muss als so eine normale Kalaschnikow einfach. Die Explosion, da war man sich nicht ganz klar. Also ich sag, als jemand, der live dabei war, es war entweder halt so eine kleine IED, vielleicht auch eine größere, aber es hat nicht alles umgesetzt. Oder was ich auch vermute, dass es eine RPG gewesen sein könnte, also so eine Panzerfaust, die aber ja durch Versagen des Schützens, sage ich mal, falsch bedient wurde, beziehungsweise ja, dass der aus welchen Gründen auch immer, vielleicht waren die auf dem Dach oben von dem Gebäude, weil da, wo der Hinterhalt war, da sind wir eben durch eine Ortschaft gefahren, ja, war ein Gebäude links, rechts, dass der eben von oben gewirkt hat und in den Boden reingeknallt hat. Ja, weil es waren zwar, wie gesagt, schon krasse Einschläge, diese Panzerung, also diese Keramikpanzerung, die extra auch noch auf die Stahlpanzerung vom Fuchs aufgeschraubt wurde. Die war an vielen Stellen hier ja, fast schon durchschlagen und auch so Teile, die rausgebröckelt sind eben und richtige Löcher drin. Aber ja, es war jetzt, also vielleicht jetzt nicht die größte Explosion. Ne? Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich das Fahrzeug wegbewegt hätte. Also es war schon ein Knall und ein Feuerball, aber es war jetzt nicht so der Wumms, der jetzt den TBZ von der Straße weggefegt hätte. Ne? Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es gut und gerne auch so eine RPG war. Und wie gesagt, der Schütze hat hier in den Boden reingeleuchtet. Und da ist sie dann eben umgesetzt. Ja, das kann auch sein. Ja, alles in allem sind wir zum Glück alle da gut rausgekommen. Und ja, das ist natürlich immer das Wichtigste. Ja, und dann kam eben der Zugführer, als wir zurück im Lager waren, zu uns und hat eben gesagt, Jungs, zu uns allen, das war eure Feuertaufe. Ja. Und das war eben die allererste Aktion, die ich erlebt habe. Und wie ich schon in meinem ersten Video über meinen Karfreitag 2010 in Kunduz gesagt habe, ich werde ab jetzt einfach ja, ein bisschen mehr über meine Einsätze erzählen. Vor allem im zweiten Einsatz 2010 hatten wir so einige ja, Zwischenfälle, Feuergefechte und darüber möchte ich auch berichten, aber natürlich nicht nur darüber, sondern allgemein über meine Einsätze und was ich so erlebt habe.